Gehst du mit deinen Anti-Tank-Teams dann auch auf Ambush? Komm, wenn ich dann aufs Feld komme, explodieren die, oder wie? Richtig. Warum würfelst du eigentlich? Das ist die erste Runde. Wir haben gesagt, in der ersten Runde müssen wir nicht würfeln. Wir wollten gar nicht würfeln? Nee, hatten wir gesagt, aber wir können gerne, wenn wir uns das gerade jetzt anders entscheiden. Fällt mir gerade so ein. Bis jetzt hat ja auch jeder Wurf geklappt, von daher. Ja. Wir machen einfach Vernichtungspunkte. Auf die Panzerung. Genau, ich kann 13 Punkte kriegen und du 5. Ja, das ist komisch, ne? Nein, wir spielen nach Punkte mit 10 Punkte hinterher. Gut, also mache ich mal einen Moralcheck. Genau, mach erstmal einen Moralcheck und dann gibt es noch 2. Yes! So, gleich mit Fuba verabschiede die Kiste. Da freuen wir uns doch. Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Heute geht es mal wieder los nach einer längeren Abstinenz, denn Christian war im Urlaub. So sieht's aus. Und ich noch nicht. Naja, Schande kann man auch nicht sagen. Ja, genau. Wir sind wieder im Dschungel, wollen Tank War spielen. Das haben wir schon lange im Schrank stehen. Das war unser zweites Regelwerk nach dem Bolt Action damals. Und wir haben es nie aktiv gespielt. Genau, immer nur rumgesponnen und erwähnen es ja auch schon andauernd. Ja. Dementsprechend würden wir da gerne jetzt mal mit starten und machen jetzt einfach mal so ein Testspiel. Nehmen euch dabei mit. Und ja, ist ja nicht sehr viel anders wie Bolt Action selber. Die reinen Regeln sind sehr überschaubar, die Tank War mitbringt. Ist mehr Hintergrundmaterial und Ergänzungen zu dem ganzen Thema. Dementsprechend, glaube ich, kommen wir da nicht in große Schwulitäten. Ja, genau, dann zeigen wir euch jetzt gleich den Tisch. Ist wieder ein schönes Dschungelpanorama, dementsprechend passt es zu den Außentemperaturen. Wir haben im Moment 33 Grad draußen, dementsprechend haben wir das richtige Dschungelfeeling. Innentemperaturen fast identisch, ne? Möchte man nochmal dazu sagen. Ja, aber es passt natürlich jetzt super Pazifik und Pazifik auch mit Panzern wird bestimmt interessant. Ja, genau. Das ist ja nicht so das typische Panzergelände. Richtig, man hat ja viel Line-of-Sight-Blocker, dadurch kommen die Panzer ja nicht ganz so gut zum Einsatz. Da sind, glaube ich, die Wüste oder die Normandie mit freien Flächen etwas anders. Dementsprechend werden wir einfach mal schauen, wie sich das spielt. Richtig. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Kommen wir zur Armeevorstellung. So Leute, kommen wir gleich zuerst mal zu den Amerikanern. Tank War technisch stellt man natürlich nicht zuerst die Infanterie vor, sondern natürlich erst die Hauptdarsteller. Da habe ich hier einmal ein LVT A1, einen Alligator mit einer leichten Pack und ganz vielen MMGs. Sind, soweit ich mich erinnere, 4 MMGs, die der noch zusätzlich hat. Dann habe ich hier einen Sherman, standardmäßig ausgerüstet mit allem, nur oben das pivotierte HMG, das hat der leider nicht. Und einen Stuart M5. Der hat hier allerdings den Flammenwerferturm drauf, den hat er hier nicht, sondern das ist der ganz normale mit der leichten Pack und ohne pivotiertes MG. Alle 3 Panzer sind Veteranen, dementsprechend kann ich bei dem Sherman sogar die Gyro-Regel nutzen. Da bekomme ich ja keinen Malus, wenn ich ihn bewege, auf das Schießen. Ansonsten habe ich hier 3 voll ausgestattete Marine-Trupps. 13 Mann, 3 Bars, 3 MPs, 3 Pistolen und der Rest Gewehre. Genau, das wie gesagt 2-mal. Dementsprechend habe ich heute nur 5 Befehlswürfel. Schauen wir mal, was das bringt. Ob das reicht. Ja, weil die Japaner sehen schon doch ein bisschen anders aus. Ich habe das extra gemacht, weil ich heute ja mal meine Einheiten ausprobieren möchte. Aber das ist ja nichts anderes, wie du es auch tust. Genau. Dementsprechend würde ich ganz einfach sagen, ich komme mal rüber und halte einfach mal die Filmmaschine auf deine Jungs.
Ja, es ist definitiv mal ganz interessant, weil wie ihr schon sehen könnt, hier sind ein paar Einheiten mehr. Und ich fange einfach mal an. Wir haben jetzt hier 3 Panzer, alle die ich habe aktuell. Wir haben einmal den Shi-Ha, den habe ich als Veteranenpanzer aufgestellt, weil hier im Prinzip so mein Kommandant ist, der hier halt diese ganze Truppe anführt. Dann haben wir ein Horo, genau, Horo, das ist im Prinzip eine Haubitze als regulär. Und dann haben wir noch hier ein Ha-Go, müsste der sich schimpfen. Der ist auch ganz witzig, weil sich hier der Kommandant so ein bisschen entscheiden muss beim Schießen, was er denn... Ach, der hatte doch irgendeinen Malus dann, ne? Richtig, ne? Ja, auch die genau. Haubitze ist nicht so ganz durchschlagskräftig, deshalb ganz witzig. Einfach mal ein paar schöne kleine Panzer. Dann haben wir hier den Kurogane. Kurogane heißt der. Kurogane, ja. Genau. Also ich bin schon vollkommen lost. Den hatten wir bisher nur einmal kurz mal gesehen in unserem Spiel mit unserer das Patrouillenspiel, ne? Mit der Dynamik, genau. Mit der Dynamik. Der ist heute auf jeden Fall mit dabei, ist auch regulär, hat hier ein 360 Grad LMG, was gleichzeitig die Flakregel hat, auch ganz interessant. Dann geht es hier weiter, hier haben wir eine leichte Autokanone, regulär. Dann ein MMG-Team. Dann ein Anti-Tank-Team mit einer Panzerbüchse. Und dann hier auch ganz neu, was ich halt unbedingt heute mal ausprobieren möchte, 3 Selbstmordattentäter, sage ich jetzt mal, die als unerfahren aufgestellt. Hast du jedes Mal mit einem zweiten Mann aufgestellt? Die sind ein Team. Das sind Einser-Teams, meine ich. Nee, Nein? das sind Cool. zwei Leute. Ja, so genau kenne ich das japanische Ich kann noch nicht. mal nachgucken, aber eigentlich, weil es wird ja als Team beschrieben, als Teamwaffe, und Team sind halt 2 Leute. Aber ich gucke gleich nochmal nach, bevor das falsch ist, sagen wir euch gleich nochmal Bescheid. Sniper natürlich als Veteran und dann nochmal 2 große Grenadiertrupps, jeweils als Panzerjäger mit einem Kniemörser. Oh. Ja, ich will es heute nochmal probieren, ob er was bringt oder nicht. Ja, dann sag nochmal schönen Dank an. Ja, an den Tabletop General Jens. Nochmal schönen Dank. Ich denke, es wird heute wieder helfen. Ich glaube, du lernst den noch richtig lieben. Ja, ich glaube auch. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal gleich einen Flug über das Spielfeld. Ich muss aber erst meine Armee wegräumen, weil sonst sieht das ein bisschen doof aus. So, jetzt mache ich einen kleinen Flug über unser Spielfeld. Wie man sieht, kleines Dorf in der Mitte, überall mal eine Geschützstellung, ein paar Wälder, mehr Geschützstellungen. Genau. Das ist im Prinzip Unser super Bunker. Ja. Genau. Ist im Grunde genommen ja schon für Dschungel ein bisschen offener gehalten, aber. Es ist halt eigentlich so ein umkämpftes Team. Es waren hier mal irgendwie Einheimische, die jetzt vertrieben wurden, weil es halt umkämpft ist, und man versucht halt, also beide Seiten versuchen halt, das Ganze nochmal wieder zu erobern. Deshalb gibt es auch schon auf jeder Seite diverse Stellungen. Und wir wollen noch mal eben kurz klarstellen für die Selbstmordattentäter, hat Christian recht, es wird als Team deklariert, aber es ist halt immer nur ein Mann. Heißt, ich habe 3 einzelne Selbstmordattentäter, die habe ich auch schon aufgestellt. 12 Zoll in meiner Zone, genauso wie den Sniper, und die sind alle als versteckt deklariert. Alles klar, dann würde ich sagen, auf ein faires Spiel. Los! So, erstmal auf ein gutes Spiel. Richtig. Und dann würde ich sagen, erste Runde 1 geht los und wir ziehen den ersten Würfel. Wir schmeißen den ersten Würfel, wollte ich sagen. Es sind aber ein Japaner und ein Amerikaner. Also es war gerecht. Aber bei der Menge muss ja der Japaner kommen. Ich habe ein kleines Übersoll. Und damit natürlich auch ein Problem, aber wobei erstmal noch gar kein Problem. Ich gehe mit dem Sniper nämlich auf
einen schönen Ambush. Da kann es noch nicht viel schief gehen. Gehst du mit deinen Anti-Tank-Teams dann auch auf Ambush? Komm, wenn ich dann aufs Feld komme, explodieren die, oder wie? Richtig. Wobei, du kannst ja... Es hat was von Monty Python. Genau. Den Befehl können sie ja theoretisch bekommen. Ja, natürlich. Ja, aber es bringt ja nichts, weil sie haben ja eigentlich keine Schusswaffe an sich. Deshalb bringt das leider nichts. Ja. Dann Veteran. Check ich mal. Ich würde... Das ist kein Veteran, das MMG-Team bringen. Regulär. Kommt. Sehr gut. Wir machen einen Run-Befehl. Direkt hier in das Gebäude rein. Bunker. Klock. Oh, da kann man auch mal zeigen, dass die 60er Base da auch super reinpasst. Also immer noch ein echt geiles Gelände einfach. Also wer Bock hat, nochmal eine kleine Werbung für Fantasy Terrain, aber es ist wirklich ein geiles Modell. Also. Und wir machen die Werbung nicht, weil wir Geld dafür kriegen, sondern Nein. wirklich, weil wir das Geländestück gut finden. Also das ist wirklich toll. Lass einfach so drauf liegen. Ich finde die Nippels auch immer nicht. Also die Nippels schon, aber die von dem Geländestück. Okay. Next. Ja, Christian, kriegst du jetzt einen langen Arm, ne? Das ist nicht schlimm, weil das ist ja mein Plan gewesen, dass du erstmal allen Scheiß aufs Spielfeld ziehen musst, damit ich weiß, wo ich meine Panzer rauskommen lassen kann gleich. Ich merke das schon. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Draußen ist wieder Spaß. Das Anti-Tank-Team. Das ist regulär. Warum würfelst du eigentlich? Das ist erste Runde. Wir haben gesagt, in der ersten Runde müssen wir nicht würfeln. Wir wollten gar nicht würfeln. Nee, hatten wir gesagt, aber wir können gerne, wenn wir uns das gerade jetzt anders entscheiden. Fällt mir gerade so ein. Bis jetzt hat ja auch jeder Wurf geklappt, von daher. Ja. Ich wollte dich in der Euphorie jetzt mal ein bisschen stoppen. Es will ja sowieso immer eine Einheit geben, die es halt wieder nicht packt, ne? Und das über mehrere Runden. Kennen wir ja den Spaß. Ja. Anti-Tank-Team. Wo kann man das denn so schön hinplatzieren? Du hast ja viele schöne. Ja, hier rein. Gelände haben wir ja soweit definiert, ne? Genau, wie immer. Holz ist leichte Deckung und alles, was aus Stein oder Erde ist, ist schwere Deckung. So, next. Dann nehme ich die Autokanone. Die Autokanone, die könnte... Hier im Wald hätte die gut, da kannst du gut reinsetzen. Da passt sie gut rein. Ich lasse mal hier ein bisschen an der Seite. Ja. Und? Hey! Bist du? Ja, dann gebe ich dir mal die Kamera. Ein grüner Würfel. Ich bringe meine erste Infanterieeinheit rein. Die machen einen Run, die Jungs. In irgendeiner Weise. So hier hin. Zack.
versteckst du mal nicht so schnell. Nö. Das ist halt immer der Zwiespalt, ne? Wenn man große Truppen hat. Ne? Ja. Auf der einen Seite hast du die Power. Mal diese 13-Mann-Einheiten ausprobieren. Ja. Ich habe ja noch nie Electro Marines gespielt, wir haben jetzt ja immer nur mit Early War gespielt. Da sind sie ja sehr limitiert in dem, was man da so aufstellen kann. Und ja, einfach mal eine große Einheit. Wollte ich einfach mal machen. Ja. Genau, dann würde ich jetzt mal einfach den Genau, jetzt kannst du mal hier. und dich ziehen. So, Christian hat mich gezogen. Ich habe mich entschieden, jetzt hier mal einen von meinen Veteran-Infanterietrupps einzubringen. Einer hat keinen Bock. Ja, den kannst du schon mal als Verlusten würden wir hinstellen. Ne? Genau. Und? Sogar eine Sin-Mini, aber alles okay. Ja, da kommt es ja nur darauf an, wie du sie verlackiert hast. Dann hält das meistens. Wenn man einen guten Klarlack benutzt. Ja, bis jetzt habe ich Platz auch immer nix. Glück gehabt, wenn irgendwas runtergefallen ist. Ne? Dass alles noch okay ist. Aber so, wo bringen wir denn die Jungs rein? Ach, die stehen doch schon ganz gut. Ich lasse hier. Ah, deine Panzer, aber war da nicht auch hier der Alligator mit einer Haubitze? Nein, der hat eine Anti-Tank. Eine leichte AT. Ich stelle die einfach mal hier erstmal. Der Sherman hat die 75 mm, die HE2 macht. Und der kleine Stuart hat auch eine leichte Pack. Okay. Also ist nichts Gravierendes. Es hat nichts von Normandie und viel dickes Geballer. Ja. Hier ist alles nur Kleinzeug. Okay. Ja, dann verstecke ich die nur hier ein bisschen hinter der Stellung. Okay. Da stehen sie. Dann wackel ich mal am Beutel und ziehe natürlich eingehauen. Ja. Dann der zweite Infanterietrupp. Kanonenfutter. Er stellt sich im Prinzip genauso auf. Die Infanterie lasse ich jetzt erstmal ein bisschen im Hintergrund. Und die verstecken sich jetzt hier hinter dem Bunker und warten, was da so passiert. Genau, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, wir spielen nicht irgendwie nach einer Mission heute. Nein. Wir machen einfach Vernichtungspunkte. Auf die Panzerung. Genau, ich kann 13 Punkte kriegen und du 5. Ja, ist irgendwie komisch, ne? Nein, wir spielen nach Punkte mit 10 Punkte hinterher. Ist, glaube ich, einfacher. Ja. Wie konnte ich es nur denken? Es ist ein Grauer. Das erste Fahrzeug betritt die Bühne. Jo, und es ist der Kogane. Und den müssen wir natürlich auch ein bisschen gut platzieren. Christian hat da ein bisschen Infanterie schon bereitgestellt. Ich fahre einfach 12 Zoll hier hin und verstecke mich. Hier hin und mache hier eine kleine seitliche Bewegung. Wobei, so. Hier. Oh, ich habe nicht so lange Arm. Ich hoffe, die Zuschauer sehen das. Ja. Ja, soll ich ein. Ja, genau. Zieh dich mal selber. Ja. Nicht spicken, wo die Würfel liegen. Immer noch ein bisschen ein paar Graulastig, ja, ne? Ja. Aber ganz so viel kann es ja gar nicht mehr sein. Nee, gut, ich habe jetzt noch die Sabotage, die Selbstmordattentäter. Ja gut,
Ja, die kann ich ja eigentlich bewegen. Das macht schon Sinn. Ich bewege mich hier in den Wald hinein mit den einen. Mhm. Der pirscht sich schon mal ein bisschen ran. Noch einen. Tja, und da wird er offen stehen. Ja, dann mache ich ach so, das Sniper ist ein Ambush. Okay, dann habe ich ja schon. Ja, dann mache ich das hier mit dem zweiten auch. Er rennt aber. Versucht schon mal die Baumgrenze zu erreichen. Er sieht schon so wahnsinnig aus mit seinem Beutel. Ja, ja. Alles klar, dann übergebe ich mal die Kamera. Ja, was machst du? Meine Marines reinbringen. Die restlichen. Genau, das Maßband von der Firma, die nicht erwähnt wird. Ja, also 13 Mann ist schon eine ganz schöne Macht, ne? Ja. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne? Ja, du hast das jetzt schon öfters hinter dir durch die massiven japanischen Einheiten. Ja. Zack. So, ziehen wir einfach mal den nächsten. Nein? Ja, okay. So, dann schauen wir mal. Dann kommt doch der amerikanische Panzer zuerst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Das ist jetzt nicht so das Problem. Trotzdem ist man immer so ein bisschen kribbelig, ne? Weil man Man hat doch 3. ja, gut, okay, jetzt kann man sich echt ein bisschen zurücklehnen. Jetzt muss ich nur erstmal überlegen. Da ist so ein Freddel, da ist so ein Freddel, Das haben wir hier am alle Panzerabwehrwaffen. da ist ein Freddel. Alles ist potenziell tödlich. Das ist halt wie im Dschungel. Jeder Käfer ist giftig. Ach komm, ich bringe erstmal den Schirm mit. Kannst du mit deinen meisten Anti-Tank-Waffen nämlich nichts machen. Wie platziere ich den jetzt am geschicktesten? Ja, das ist natürlich... Dass er nicht so schnell kaputt geht wie das letzte Mal. Ja, gut, letztens hatte ich ja natürlich eine Katze. Aber trotz alledem ist das, was hier steht, auch nicht minder gefährlich. Meinst du, der hölzerne Wehrturm schützt dich? Ja gut, auf alle Fälle erstmal in seiner Ja, Zeit, klar, ne? auf jeden Fall. Genau, ich habe einen Advance gemacht Jo. und Möchtest schießen? natürlich möchte ich schießen. Was Okay. möchte ich denn schießen? Ja, ich glaube, ich habe schon die Antenne hingerichtet. Nein, die ist ein bisschen locker. Ja. Oder Die ist angeknackt. Geknickt. Eieiei. Ja, ich habe nicht allzu viel Auswahl, auf die ich schießen kann. Ich würde jetzt erstmal alles auf den Bunker schießen. Mhm.
Ja, hauptsächlich natürlich Kanone erstmal, ne? Advance, genau, ich schieße auf den Bunker, wie gerade schon angekündigt. Ich habe mich bewegt, habe aber den Gyrostabilisator, deswegen zählt das nicht. Das heißt, bei kurzer Reichweite schieße ich auf die 3. Ich würfele. Das ist eine 3. Treffer. So, jetzt haben wir das MMG-Team, glaube ich, da drin, ne? Richtig. Ich habe eine HE2. Durch die 75 mm Kanone haben die Briten und die Amerikaner ja diese HE2-Regel. Dementsprechend habe ich 1W6 Hits an der Einheit gemacht. Down gehen kannst du nicht, weil die haben sich bewegt, ne? Genau, die haben ja schon einen Befehl bekommen. Können, genau. Ja. 5 Treffer. Das Mit heißt, ich nehme jetzt 5 Würfel. Das sind Veteranen oder reguläre? Das sind reguläre. Genau. Die High-Waffe hat eine Penetration von 2, das heißt 2 plus. Ich würde sagen, das Team ist eingeäschert. Miep, miep. Die ersten Verluste auf Seiten der Japaner. Juhu! So, Christian, du hast den ersten Kill gemacht. Weiter geht's. Direkt für dich. Der nächste Bonza. Hat der Schirmer doch schon seine Punkte reingeholt. Das reicht dann. Wo lasse ich den jetzt am sinnvollsten reinkommen? Ich glaube, der kommt hier hinten. Es ist schon Signalrot. Ja, ich drehe auch richtig. Das ist schon ein gutes Omen, würde ich sagen. Was, dass der falsch rumsteht? Ja, der will wieder nach Hause. Gar nicht. Den habe ich aber auch noch in schlechter Erinnerung bei unserem Landungsspiel. Warum? Da ging er mir auch so arg auf den Keks. Ach so, Zumindest der Infanterie. Da hätte er dich ein bisschen geärgert, ne? Und meine 8.8 ausgeschaltet. Ich mache hier Advance. Und schießt. Tja. Ist aber die Frage so, was siehst du eigentlich? Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Außer den kannst du nicht sehen, ne? Der ist ja weg. Ja, hier könntest du vielleicht auf die Stellung. Du kannst auch den Laser hier benutzen. Nö, also die Stellung, also ich komme an dem Wald vorbei, also auf die Stellung selber kann ich schießen. Weil das ist ja immer die Kante, ne? Ja, also das zählt ja nur das Gebäude hier. Genau. Das kannst du ja. Ich schieße dann auch einfach mit der leichten Pack. Das ist auch das Einzige halt, ne? Ja, ja. Ist ja halt nur eine leichte Pack, die er hat. Ich glaube, die ist auf alle Fälle lange Reichweite. Das heißt, der hat ja keinen Gyrostabilisator, obwohl er ein Veteran ist. Lange Reichweite war das jetzt auch? Lange Reichweite bewegt auf die 5. Mit was hast du jetzt geschossen? Mit der leichten Pack. Okay. Erstmal. MG kommt gleich. Oh. Trifft. Die macht allerdings, soweit ich im Kopf habe, nur W3 Treffer. Ja, reicht ja. Dann nehme ich 3 Würfel. Da muss ich allerdings jetzt nach der Penetration gucken. Die habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, das ist eine 1 gewesen. Genau. Die leichte Autokanone, nein, ist keine leichte Autokanone, die leichte Antitankern hat eine Penetration von 1 und dementsprechend habe ich hier einer, der nicht verwundet und 2, die das Sniper-Team verwunden. Mensch, läuft! Nächstes Team weg. Manometer. Da waren es nur noch 11. Oder ja. was? Naja. So schnell geht das.
Lass erstmal deine Panzer reinkommen. Das sieht das ja anders aus. So, nachdem das nächste Team auf japanischer Seite ausgeschaltet wurde, ziehen wir den nächsten Würfel. Und es sind die Japaner. Die Japaner wollen Rache und bringen den ersten Panzer. Juhu! Ja. So, Christian hat sein Schirmen da hingesetzt. Und da den Alligator. Ich versuche einfach mal den Ho-Ho. Oh. Schöne Selbstfahrlafette. Und versuche, weil Das ist übrigens mein Lieblingspanzer von den Japanern. ich finde ihn auch cool. Wobei der gar nicht in so einer großen Stückzahl überhaupt produziert Ne, das habe ich auch gelesen im Armeebuch. Hm? Das ist gar nicht so eine, eher eine seltene Waffe gewesen. Ja, ich fahre ein bisschen. Und würde dann direkt schießen. Direkt mit der Haubitze auf den Alligator. Alligator. Warte, ich muss noch die Tarnung hier richtig machen. So. Gibt nämlich Malus. So, wir haben eine Distanz von 34 Zoll. Bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt schon lang ist. Das können wir aber nachgucken. Noch einen Zettel gucken. 27. Was 27? Ist Mindestreichweite für indirektes Schießen. Und 36 bis 84 in Klammern. Das ist doch indirekt. 36 Ja, stimmt. bis 84. 72 ist direkt. Heißt, Ach, der hat eine Medium-Haubitze, ne? Keine leichte. der hat eine Medium. Ne, der hat eine Heavy, ja, der. Ne, Evi? Der hat eine Heavy. Ja, AE4. Oben top, 7er Panzerung aber nur. Autsch. Ja. Dann würde ich sagen, was hat man jetzt gesagt? 36? Ne, 34. Dann bin ich aber über. Knapp. Ich habe mich bewegt. Wie viel Zoll hast du gemessen? 34, Weil 34 oder 36? 34 wäre Unterhälfte. 34, jo. 37 oder 34? 34. Ja, 34 ist unter der Hälfte. Gut, dann haben wir nur bewegt. Deckung hast du keine. Doch, guck hier. Da. Zuschauer werden das auch sagen. Das ist sowas wie ein Lendenschurz für den Panzer. So, komm. 3 Ja. reicht nicht. Hätten 4 gebraucht. Richtig, das ist das übliche japanische Würfelglück. Mal schauen. Aber dafür hat er auch kein LMG oder sowas noch verbaut, ne? Nee, das ist eine Selbstfahrlafette. Heuwegelchen. Mehr ist das ja nicht. Grau. Nächster Panzer. Bringen wir schon El Comandante oder den kleinen? Shiha. Tja. Versuchen den Shiha zu bringen. Der schleicht sich hier rein und versucht die Seite von dem Sherman anzuschießen, wenn er das denn schafft. Ich gehe hier auch mal nur 12 vor. Ja. Und schieße auf die Seite des Shermans, der 25 Zoll. Er hat eine leichte Haubitze. Haubitze? Der hat eine leichte, ja. Haubitze, ja. Ja, du kannst den ja. Es gibt Ach ja so, zwei du kannst den verschieden bauen, ne? Versionen. Der hat eine leichte Haubitze. Ist aber auch ein Und- ziemlich kleines Rohr, was der da vorne hat, oder? Mhm. Ja, dafür ist nur eine leichte. Und 48 Zoll direkt. 25, so, da sind wir jetzt aber drüber. Das heißt, bewegt, also braucht die 5 und lange Reichweite.
Ja. Für den Treffer ist er. Aber er schafft es. Treffer? Ich treffe dich jetzt auf die Seite, ne? Guck erstmal, was du für eine Penetration hast. So, wir haben jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Penetration 2 hat das Fahrzeug, hat ja nur eine leichte Haubitze. Und auch wenn ich jetzt auf die Seite schieße, brauche ich für einen Streifschutz eine 6, ne? Genau. Also muss ich eine 6 holen. Das ist die Anti-6. Japanisches Würfelglück. Ja, dann war es das schon hier, ne? Jo, würde ich jetzt mal so sehen, genau. Dann ziehen wir mal den nächsten Würfel. Du darfst. Mi ist dran. So, Christian bringt seinen letzten Panzer rein. Einen Stuart, ne? Genau. Stuart M5A1. Genau, der kam ja ein bisschen später im Krieg. Ich glaube 44 oder so wurde der erst in Dienst gestellt. Soweit ich das noch im Kopf habe. Ist aber auch als Veteran jetzt aufgestellt? Meine Einheiten sind alle Veteranen diesmal. Genau. Ich wollte einfach mal ausprobieren, was bringt das, wenn man sich wirklich mal ein bisschen besser aufstellt. Ja. Die werde ich hier mal als Unterstützung laufen lassen. Ach nee, ich muss 1 Zoll Abstand halten, ne? Ja, sollte man ja. Weißt du was, dann mache ich einen Rahmen. Kostet ja auch nichts, dann fährt der dann vorbei. Ja, der Klarlack. Knirsch. Und ich darf ja auch noch ein bisschen drehen. Noch so, genau. Zack. Nein, ready machen wir uns nicht. Okay, so, und das bedeutet, ihr seht, hier sind noch 2 japanische Würfel drin. Das eine müsste noch ein Anti-Tank-Team sein, ne? Das eine ist noch ein Anti-Tank-Team, welches sich hier befindet. Und ja, wir werden mit dem Kameraden uns jetzt bewegen. Dazu gebe ich eben kurz mal hier das Werkzeug an dich. So, es sind halt Selbstmordattentäter, deshalb juckt die das jetzt nicht, wenn die hier einfach auf dem freien Feld rumherlaufen. Und deshalb ist ja mutig kann man es ja nicht nennen, es ist halt eine Kamikaze-Aktion. Ne? Bandai! So sieht's aus. So, den zweiten Würfel habe ich gerade verlegt. Ne, hier ist er. So, das heißt, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Oder Hago? Hago? Da muss ich mal echt ein bisschen. Üben! Ja, Hago war es. Vorm zu Bett gehen jetzt bitte auswendig lernen. Ja, man ist da mit denen noch nicht so firm. Ist halt nicht eine typische Panzerarmee, sage ich jetzt mal. Nee, eigentlich überhaupt nicht, ne? Nee. Ich hatte gelesen, irgendwie die größte Schlacht war wohl eine Schlacht wirklich mit diesen kleinen hier, mit diesen hier. Am Genau. Anfang, ja. Und das war glaube ich, noch gegen die Russen. Stimmt, bevor die dann in den Pazifik so wirklich losmarschiert sind, haben die da ja ihr Stelldich eingehabt. Ja, deshalb, der Hago ist auch wieder ein kleines Fahrzeug mit auch nur einem leichten Anti-Tank-Waffe, glaube ich. Ja. Ja, das ist ja nicht anders bei mir. Ich habe ja auch nur leichtes Zeug. Außer der Sherman das jetzt. Geht schon. Der Sherman ist jetzt vielleicht der eigentliche Panzer, sage ich mal hier. Alles andere sind entweder Selbstfahrerfetten oder halt leichte Panzer. Ja, ich versuche einfach mal die Haubitze hier zu unterstützen. Dann kommt der Hago hier mit rein. Und er versucht halt auch nochmal den Alligator unter Beschuss zu nehmen. Wir haben auch die 34 Zoll. Das ist lange Reichweite. Es wird sicherlich lange Reichweite. Die leichte sein. Pack hat 48 Zoll, meine ich.
Richtig, so. Dann muss ich das jetzt erstmal treffen. Das heißt die 5. Du bist gefahren und hast du noch irgendwelche Mali wegen diesem komischen, der Panzerkommandeur macht Schießer gleichzeitig? Richtschütze? Schützendingsbums? Ja, das ist... Ist das eine Penetration weniger oder kriegt der nochmal einen Malus? Das ist, wenn ich den aktiviere. Zum Schießen musst du da nochmal würfeln oder ist das ein Moraltest? Muss ja in den... Wir schauen mal eben nach den Regeln und dann kommen wir wieder. So, wir haben jetzt mal eben nachgeschaut. Es ist ja ein sehr kleiner Panzer, wo praktisch nur ein Mann Besatzung ist. Und wenn man praktisch eine Vorrückung aus einem Advanced-Befehl macht, muss sich der Kommandant jetzt erstmal ein bisschen darauf konzentrieren, jetzt zu schießen, ob er es überhaupt kann in dem Moment, wenn er gestoppt hat. Und das symbolisiert man jetzt hier halt nochmal mit einem Moraltest, den wir auch mehr als bestanden haben. Aber sowas von. So, und das heißt, jetzt dürfen wir auch schießen. Genau, auf die 5 plus. Nein, knapp. Ja. Damit wäre die erste Runde Geschichte. Genau. Wir räumen auf und kommen zurück zur zweiten. Jo. Wir sind in Runde 2. Runde 2. Und ich ziehe mich selber. Wow. Ja, siehst du? Ich ziehe mich selber. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit dem restlichen Tag? Ja, ist die Qual der Wahl, ne? Ich probiere einfach mit meiner leichten auf die Haubitze zu schießen. Das waren 34 Zoll. Genau, das wäre lange Reichweite, das heißt, das wäre die 4. Ich habe mich ja nicht bewegt. Das ist die 6. Hast du echt ein gutes Würfelglück. Penetration von 4 plus 3. wäre eine 7. Was hast du? Ich habe eine 7. Das ist ein Dreischuss. Das heißt, W3 ist die 3. Die 3. Dann Ich musst du eben mal in die eben Chart kurz- gucken, was das für ein Effekt ist. Die 2 war, glaube ich, Feuer. Die 2 war, glaube ich, Feuer. Ich gebe dir mal hier das Ah ja, genau. Das habe ich gesucht. Büchlein. Ah, ich kenne es wieder nicht auswendig. Ach, da. Feuer. Ne, die 3 ist Feuer. Treffer entzündet Treibstoff oder Munition des Fahrzeugs. Die Besatzung verfällt in Panik, aus Angst in einem brennenden Wrack gefangen zu sein. Das Fahrzeug erhält einen zusätzlichen Pen und muss anschließend einen Moraltest ablegen. Wird dieser bestanden, wird das Feuer gelöscht und er erlischt selbst. Legt einen Befehlswürfel neben das Fahrzeug oder dreht seinen derzeitigen Würfel auf Kopf einziehen. Um anzuzeigen, dass er stehen bleibt und im laufenden Zug keine Aktion mehr ausführen darf. Misslingt der Test, gibt die Besatzung ihr Fahrzeug auf und gilt als ausgeschaltet. Würfelt außerdem für blockierte Türme, falls das Fahrzeug seinen Test besteht und einen oder mehrere Türme besitzt. Also einen Turm hat er ja nicht. Genau. Das heißt, Nur noch mal kurz eine Zwischenfrage. Ja. Ich bin ja oben offen. Das war jetzt aber nur für den Treffer relevant. Das ist ja nur Genau. was für, wenn ich mit Infanterie dich angreife, ist der erste Treffer dein Tod. Ja. Gut, also mache ich mal einen Moralcheck. Genau, mach erstmal einen Moralcheck und dann gibt es noch 2 Pins. Yes! So, Fubar! gleich mit Fuba verabschiede die Kiste. Da freuen wir uns doch. Ja, das war meine stärkste, glaube mit meine stärkste. So, den brauche ich gar nicht mehr rausholen, fällt mir gerade Nö, ein. der ist Sayonara. Vorsätzlich weg raus. Sayonara. Das Einzige, was du mir reichen kannst, sind entsprechende Damage-Marker. Damage-Marker. Weiter geht's.
Nächster Würfel. Was grün zu grün, wenn Spaniens Blüten den Panzer Nicht mehr blühen. Ja, nächste Panzer, oder? Ja, Würde ich schon fast behaupten. würde ich auch behaupten. Da schleicht sich ein Stuart. Genau, der Stuart schleicht sich auch mal so. Wir erinnern uns, dieser Stuart hat keine Flammenwerfer, sondern eine leichte Pack. Dementsprechend habe ich mich bewegt. Das ist die 4, es ist kurze Reichweite, das ist die 4. Du hast keine Deckung, es ist die 4. Ich bin ein kleiner Mensch. Ich schieße auf den Panzer. Ach, du schießt auf den Panzer. Mit Okay. der Pack. Na dann ist das genehm. Dann Ja, kann nicht immer klappen, ne? kann nicht immer klappen, so sieht's aus. Ich benutze allerdings noch das Bug MG, um auf den Banzai-Man zu schießen. Jo. So, ist das gleiche. Ich habe mich bewegt. Offenes Gelände ist die 4. Und kleiner Mensch. Und kleiner Mensch. Kleines Team. Ist die 4 plus 1. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir schießen einfach. Und ich habe einen Treffer. Der Pin ist schon mal da. Und ich weiß Tot nicht, was es ist ein Unerfahrener. Ja, alles andere wäre auch doof bei denen. Der nächste Würfel ist draußen. Genau. Dafür steht jetzt mein kleiner auf dem Präsentierteller. Ja. Aber er hat ja auch eine Gefahr gebannt, sage ich mal, ne? Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen. Den einen Würfel musst du noch rausholen. Erstmal, bevor du weiter ziehst. Tja. Läuft wie geschnitten Brot heute. Ja, dann würde ich mal gucken, dass ich hier noch ein bisschen die Entfernung minimiere. Ich fahre 5 nach hier. Mhm. Nach da. Nein, warte mal, ich fahre nochmal 5 zurück. Da ist die 5. Ich drehe mich nämlich erst, was durfte ich? 90 Grad, ne? 90, aber auf Straße. Ja, ist. Gut, ja, gut, wenn du jetzt so fährst, dann nur einmal. Ich will nur. Verlässt ja die Straße wieder. Genau. Ich will mich nur hier hinstellen praktisch. Okay. Zack. Mhm. Und hoffe, dass das keine 12 Zoll sind. Schwierig. Könnte knapp Ja. Genau. Du Und schießt schieße ja auf dann den- einfach auf den. Mhm. Wie. Ja, kann ja nur auf die 3 sein. Genau, du hast ja Kein Treffer. aber 1. Ja, der Gyrostabilisator von daher nicht bewegt. Aber 1 ist 1. Vergeigt. Vergeigt, genau. Dann HMG hast- hat er leider nicht. Habe ich ja nicht gekauft. Das Bug MG geht ja auch nur in diese Richtung hier. Genau. Da kannst du auch keinen anderen anvisieren. Kann nicht alles klappen, wie man das möchte. Bin ich jetzt doof und waren es da? So. Let's go. So, ich habe mich jetzt für den Hago entschieden. Ich lasse den stehen, um nicht wieder den Moraltest zu machen und würde jetzt hier auf den Alligator schießen. Das waren immer noch die 34 Zoll. Genau, ist lange Reichweite. Lange Reichweite. Wir unterbrechen mal kurz, es ist nämlich gerade etwas laut. Ja. So, Krach ist wieder weg. Ja, wir müssen ja irgendwie ein bisschen hier für Luft, wenn man das Luft nennen kann, sorgen. Und hier draußen sind immer wieder Action. So, der Hago schießt immer noch. Das ist die 4, ne? Nur lange Reichweite. Lange Reichweite, genau. Ja, und die Deckung, ne, musst du noch denken. Er will nicht. Nee, der will nicht, ne? Der will wirklich nicht. Das ist eine Ziehen kannst du nicht.
Schade. Och, Dann, America first. ich sehe schon. So, Christian hat wieder einen Würfel. Das bedeutet, er muss jetzt einen von seinen großen Infanterieeinheiten bewegen. Genau, das würde ich auch tun. Oder zumindest irgendein Befehl. So. Es geht hier ab durch die Mitte ins Dorf. Ich muss doch den Schatz heben. Ja. Advanced oder wie? Ich mache einen Advance. Sonst, also die schießen nicht. Nein, Okay. ich habe keinen. Ja, ne, ist ja auch. Hast ja recht. Ich sehe jetzt auch nichts hier. Ja, ich sehe den Kopf, aber das war's dann. Ich kann es versuchen, du kriegst aber Deckung definitiv. Sind aber. Ah ne, gar nicht. Moment, ich sehe den nicht, weil hier ist die Ecke vom Gebäude. Ja. Die habe ich gerade missachtet. Entschuldigung. Nein, sehe ich nicht. Kann es also nicht schießen, sonst sehe ich nichts. Okay. Ich wollte die nur nicht rennen lassen, weil du nämlich sonst Ja, mit deiner. ja, klar. Ne? Ich werde jetzt den Selbstmord-Attentäter. Und schafft er es mit 12 Zoll an den Panzer? Nein! Er rennt und bleibt hier vorm Panzer stehen. Hat es also nicht geschafft. Man könnte es auch Rockkrepierer nennen. Er hat noch eine Chance. Ja, ja. Dein Panzer hat ja auch noch eine Chance. Ja, eben. Kann alles noch funktionieren. Ja, dann klaue ich mir mal den Beutel. Du hast jetzt noch einen Würfel, ne? Ja. Ich ziehe dich jetzt zurück. Nein. So, dann machen wir weiter mit den Shiha. Der würde im Prinzip sich auch nicht bewegen, aber statt den Schirmen, weil jetzt würde ich auf die Front schießen, das ist noch schwieriger, würde ich lieber den Stuart anvisieren. Und da haben wir nur eine 13. Aber auf die Frontpanzerung zum Glück. Auf die Frontpanzerung, ja. Kurz nicht bewegt ist die 3 und du bist nicht in Deckung. Ne? Jo. Eine Ist 4 getroffen? mit Treffer, ja. So, 8er Panzerung. Du hast eine 2er Penetration, das heißt, du kannst maximal einen Streifschuss machen. War doch eine leichte Haubitze hatte der, ne? der hat auch eine leichte, ja. 2. Nix. Ja, das ist schon, die Panzer sind halt unheimlich günstig von den Japanern, auch gegen Ja, Infanterie aber- gut, aber gegen andere Panzer halt, wie es damals war. Ja gut, wir müssen natürlich auch mal der Fairness halber sagen, es ist jetzt hier ein Testspiel. Ja. Und der reine Panzerkrieg war ja Nein. im Dschungel nicht. Gut, ich würde jetzt mal sagen, also bis zu 3 Panzer kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass die als Unterstützung irgendwo mitgeschickt werden. Aber für alles andere ist ja Tank War im Grunde genommen, ist ja eigentlich für größere Schlachten gedacht. Ne? Man kann ja in so einem Tank War Platoon, kannst du ja bis zu 5 Panzer aufstellen, zum Teil noch irgendwelche Lafetten reinpacken. Und du musst ja eigentlich komplett motorisiert sein. Das ist das, was wir jetzt ja auch ignoriert haben, weil wir gesagt haben, wir spielen im Dschungel und die Panzer sind unterstützend. Eigentlich sind Tank War Platoons immer komplett motorisiert, Ja. damit die entsprechend auch flexibel sind. Genau, so dass So man ist auch das. dieses Absitzen von Infanterie auch nochmal so simulieren kann. Hier in dem Fall haben wir ja auch jetzt halt ein Kommandofahrzeug, der würde jetzt praktisch auch auf andere Fahrzeuge halt einen Moralbonus geben. Offizier der Panzer, genau. Genau, so, wir haben sie jetzt natürlich auch ein bisschen so verteilt auf der Platte, dass das jetzt nicht groß zum Tragen käme. Hier jetzt ist es besser gestellt, sage ich mal. Für deinen Hago da hinten wäre das natürlich gut gewesen, ne? Wäre das eine gute Aktion, aber gut, das ist das erste Spiel. Genau. Dann ziehen wir den nächsten. Ach, guck mal. Dann kannst du gleich die restlichen Würfel rausnehmen und agieren, wie du lustig bist. Ja, dann würde ich sagen, ich werde mal hier die Jungs bewegen und übergebe dir mal den Staffelzahl. So, es wird sich fleißig bewegt.
Der letzte Infanterietrupp von Christian. Zieht seiner Wege. Genau. Und nachdem die Jungs gecheckt haben, dass die Panzer hier schon mal gut aufgeräumt haben, meinen die dann auch ins Gefecht einzugreifen. Genau. So, soll ich gleich mal den Laser, weil ich nämlich eine Advance gemacht habe und natürlich hier auf seinen Ja. Suicide Django schießen möchte. Ja. Da. Merci. Ja, alle sehen ihn halt nicht. Ne? Ne, alle sehen ihn definitiv nicht. Ja, ich würde sagen, Die so. schon nicht mehr, ne? Also ich glaube hier bis zur dritten Reihe würde ich sagen. Doch, die sehen den auch noch. Ja, und dann kriegt er auch bei denen Deckung, ne? Vom Fahrzeug. Komm, wir machen die drei. Das ist Mhm. gut. Gewehr. MP. Da muss ich den Solar erstmal messen. Gewehr. MP. Gewehr. Also 1, 2, 3, 4, Boah, sind alle hin. 6 Gewehre und 2 MPs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, passt. So, dann gucken wir mal, was für eine Reichweite wir haben. Das ist auf alle Fälle. Der vordere MP-Mann kann sogar noch schießen. Das heißt, 2 Schuss MP auf lange Reichweite. Das ist die 4. Kleines Team die 5. Die mache ich als erstes. Kein Treffer. Die Gewehre haben dann die 3, weil... Sind die kurz gewesen? Die Gewehre? Oder waren die lang? Stimmt, Entschuldigung. Ich muss erstmal die Reichweite checken. Nein, sind alle auf lang, sind die 4. Mhm. Das heißt 6 Gewehre auf die 4. Sind 3 Treffer. So, kannst gleich auf die 3, ob sie den schon ausschalten. Ja. Ist ja nur ein Unerfahrener. So, der nächste Selbstmordattentäter ist Geschichte. vor seiner Zündung der geballten Ladung verstorben. Ja, gut, alle guten Dinge sind 3. Einen habe ich noch. Wer weiß? Here we go. So, dann mache ich mich jetzt mal an mein Werk. Ne? Jetzt darf ich auch mitspielen. Diese Selbstmordattentäter, für die kosten was kosten Ja. 21 Punkte? Du kriegst 3 Würfel dafür. Ja, Du bist total flexibel. einer kostet, glaube ich, 14 Oder Punkte. 14. Ja. Guck mal. Ja. Da lohnen sich die schon eigentlich, wenn du die Punkte über hast, alleine schon wegen den Würfeln. Ja, eben. Also, alles gut. Ja, dann bin ich da. So, die restlichen Würfel sind nur noch graue. Das heißt, das Ende der zweiten Runde ist Japaner dominiert. Richtig. So, und dann müssen wir jetzt gucken, wie wir das jetzt hier so handhaben. Ja. Schwierig, weil meine guten Sachen jetzt eigentlich hier auch schon weg sind. So, zuerst werde ich erstmal den Anti-Tankman bzw. Selbstmordmeister hier an die Baumkremse bewegen. Damit er hier sich diesem Panzer nähert. So, dann müssen wir mit der Infanterie vorrücken. Tja, das ist jetzt auch die große Preisfrage hier. Ja. Schwierig. Ich werde zuerst mal mit der Anti-Tank-Waffe hier auf den Schirmen in der Seite. Das macht, glaube ich, zuerst Sinn hier. Da haben wir 18. So, nicht in Deckung. Alles auf die 3. Nicht bewegt. Lange Reichweite.
Die hat, glaube ich, 36. Meine ich auch im Kopf, ja. Mhm. Wenn ich würfel erstmal, vielleicht lohnt es sich gar nicht zu würfeln. 3. Ja, dann musst du Dann- gucken, ob dann es muss ich gucken. 36 hat, aber ich meine, es sind die 36. Meinen sogar weiter. Ja, 36. 36? Mhm. Okay. Okay, Ja. dann haben wir Treffer? getroffen. Auf die Seite, ne? Was hat die denn für Eine Zweier Penetration. Auf kurz hat sie auch die Zweier Penetration, weil sonst hätte sie nämlich eine Einser Penetration. Nee, +2. Da müssen wir nämlich auch noch drauf achten. Lange Reichweite sind ja Pen minus 1. Mhm, genau. Fällt mir gerade so ein. Ja, ist richtig. Boah, ich habe die 6 schon gesehen. Das ist aber nur eine 3. Das war keine 6. Das heißt, Penetration von 5 ist leider nur Bing. Kriegst du jetzt einen Pin wegen Veteran-Geschichten? So, ihr hattet ja eben gesehen, dass ich jetzt hier noch eine ganze Palette an Würfeln hatte, die ich jetzt hier fleißig austeilen durfte. Ich bin im Prinzip hier mit den größeren Infanterietrupp hier nach vorn gerückt. Das gleiche habe ich auf der Seite auch gemacht. Also ich bewege mich jetzt hier praktisch in das Zentrum von dem Dorf. Deshalb nicht wundern, dass hier auch die Panzer teilweise keine richtige Sichtlinie mehr haben. Auch die Autokanone musste sich umpositionieren. Der Kurugane hat Vollgas gegeben, ist jetzt hier Richtung Dorf eingefahren. Und ja, das war's im Prinzip. Alles andere unverändert. Und jetzt geht's in die nächste Runde. Runde 3. Mhm. Dritte Runde, erster Zug, grün. Also Let's grün go. zu Grün, wenn Spaniens Blüten. Ja, ich würde versuchen hier mit dem Kleinen wieder direkt hier auf deinen Panzer zu schießen. Tja, dann Dafür musst du mache ich erstmal einen checken. Check. Ja, geschafft. Ja, mit einer So, 6. Mit einer 6 treffe ich auf alle Fälle, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ich habe eine leichte, das ist kurze Reichweite, das heißt Penetration plus 4. Eine 2 ist eine 6, das heißt nichts. Aber ein Pin wahrscheinlich, ne? Du bist Die Seite hat es mit einberechnet jetzt. ja, 6. Gut, mhm. Genau. Ja gut, ich hätte dich ja treffen können, dadurch bekommst du einen Pin, ne? Ja. Ja, stimmt, der ist ja auch Veteran. Genau. Von daher, das passt ja. Genau, so. Feuer, 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 Feuer. Grau. Zack. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was möchtest du denn machen? Tja. Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen? Ich überlege mal kurz, weil ich habe viele Möglichkeiten. So, ich werde es relativ unspektakulär machen. Ich muss meine Infanterie erstmal besser positionieren, wenn ich jetzt vor Christian dran bin. Ich bräuchte dazu einmal ein Maßband. Hab ich alle Maßbänder wieder hier. Wo das Schwarz? Ach nee, das Schwarz habe ich hier. Das ist Oh, von Schuld. So. Deshalb, das bedeutet, ich werde jetzt hier rennen mit der Infanterie. Und zwar mich jetzt hier praktisch an das Haus begeben. Das ist jetzt, glaube ich, das. Die Schweinestall. Ja, genau, an den Schweinestall. Weil ich musste hier erstmal ein bisschen aus der Gefahrenzone bringen. Okay, dann Zieh du mal. Ist einfacher. grau. Ja, dann versuche ich jetzt einfach mit dem Anti-Tank-Team den Panzer nochmal. Das waren 18 Zoll. Hat sich nichts geändert. Nein. Wir müssen auf die 3. Da ist die 3. Ja, schauen wir mal. Und 2. Nix. Wird nichts. Nochmal grau. Wo haben wir denn den Laser?
So, heute verstecken wir irgendwie ein bisschen was. Ach hier, ich hab mal. Hier. Und zwar, wie sieht es denn hier mit dem... Ich müsste mich hier im Prinzip mit dem Advanced ausrichten. Genau. Und würde mit der Autokanone den Alligator unter Beschuss nehmen. Mhm. So, das bedeutet, was haben wir denn hier für eine Distanz erstmal? Genau, das ist erstmal das Wichtigste. 22,5. So, die für eine Reichweite 48, glaube ich, ne? 48 müsste die haben. 48. Das Genau, heißt, kurze Reichweite, aber du hast dich bewegt, das Ich hab heißt mich die bewegt. 4. Und ich bin ein kleiner Panzer. Die macht 2 Schüsse, ne? Ja, die macht 2 Schüsse. Ich will es aber wissen. Doing, Aber doing, doing, Wenn du so einen doing. Trefferwurf machst, dann weißt du, wie der Verwundungswurf aussieht. Ja gut, braucht jetzt nur eine 6 dabei sein. Dann hast du einen Streifschuss. Nee, gar nicht. Dann bist du sogar durch, weil der hat nämlich nur eine 7 plus. Stimmt, der hat ja nur eine 7er. Mhm. Und die hat HE1. Ah, HE1. Mhm. HE1? Was für eine Penetration hat die? Das Die ist doch dann... Ist das nicht... Das da ist wichtig. Das ist ausschlagend, wenn du gegen ein Fahrzeug machst. ist das Die nicht Penetration. Achso, plus 2, jo. Ja, ein Streifschuss haben wir schon mal. Ding. So, und das... heißt, du musstest jetzt würfeln, ne? Du musst jetzt würfeln. Du bist derjenige, der den Schaden macht. Du würfelst bitte ein W6. Und mit einer 1 ist das Notting. Nur Pin ging hoch. Genau. Ja, immerhin. Ja, es will heute irgendwie kein Fahrzeug ausgeschaltet werden von dir, ne? Ich ziehe mich zwar jetzt permanent. Ja, wir versuchen einfach mal einen Positionswechsel mit dem Ski H. Das wird bestimmt lustig. Und zwar geben wir Vollgas. Ne, wir geben kein Vollgas. Wir fahren jetzt 12 Zoll. Oder ich drehe mich erstmal. Also schwenke und fahre dann die 12. Das war jetzt ein RAM, das weißt du, ne? Ja. Ja, alles klar. Ich kann den nicht verwunden. Das ist. Ach, ich muss auch checken, ne? Das wäre ja auch so. Oh ja. Ja, Randale. Ne, ist ein Veteran. Du hast einen Pin. Da hättest du eine 9 gebraucht. Dann geht er down. Ja, ich muss mir andere Ziele mit ihm suchen. Panzer bringt nicht. Ja, es ist. Da würde ich lieber eine andere Wie wäre es denn zum Beispiel, ich meine, ich mache jetzt natürlich einen Fehler, dir zu sagen, wie ist es denn mit einer Taktik? Was hättest du denn machen können, wenn du mit einem Panzer vorgefahren wärst und wärst mit deinen Suicide-Typen hinterhergelaufen? Weißt du, so, dass du nah an einen anderen Panzer ranfährst, praktisch als Schutzschild den benutzt? Das ist eine gute, das ist allgemein sowieso auch für Infanterie keine schlechte Sache, ne? Dass man Genau. den so ein bisschen nutzt. Das sind ja genau die Taktiken, die die Briten zum Beispiel hier mit einem Matilda und sowas verfolgt haben. Ne? Die sind als Infanterieunterstützung gefahren und nicht andersrum, dass die Infanterie den Panzer unterstützt. Da gibt es ja auch spezielle Panzer, die ja dann auch nur langsam fahren können. Der Matilda zum Beispiel, der ist slow. Der fährt entsprechend, glaube ich, 3 Zoll weniger Bewegung. Genau, der hat eine 6 Zoll Bewegung. Genau, ja, dann würde ich mal kurz überlegen, was ich jetzt mit meinem Würfel tue und bin gleich wieder da. So, Christian möchte den Alligator aktivieren. Genau, da der 2 Pins hat, muss ich
Chicken macht er aber ohne Probleme. Das heißt, ich kann einen Pin reduzieren. Auf die 1. Ja. Schieße dann auf die 4. Lange Reichweite die 5. Und du hast einen Pin. Ja, den habe ich gerade schon dabei gerechnet. Auf was schießt du denn überhaupt? Ich bin gerade am Überlegen, was ich schieße. Ich habe ja ein paar mehr MGs, das heißt, der hat ja ein Bug-MG, der hat hier ein Koaxiales. Koaxiales und er hat noch 2 360 Grad MGs hier. Okay. Das heißt, das ist ja schon ein ganz schöner Bleispucker. Ja. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich noch ein Stück vorfahre oder ob ich es auf der langen Reichweite belasse. Ja, ich würde sagen, ich fahre noch ein Stück vor. Mhm. Hier. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich tue es einfach mal. Auf alle Fälle habe ich schon mal den Pin dadurch verloren. Zack. Ja. Und würde dann 10 Schuss MG da drauf und 10 Schuss MG da drauf. Ja, klar. Das kannst du. Ich habe mich bewegt, ist die 4. Ich habe einen Pin, ist die 5. Kurze Reichweite, würde ich jetzt mal behaupten. Das habe ich nämlich gerade ausgerechnet. Ja, ist kurze Reichweite. Und auf das andere ist auch. 18. So, erstmal 5 Schuss auf die Kanone. Auf die Kanone, ja. Auf die 5. Dann haben wir schon mal 3 Treffer. Das ist. Ich merke mir mal die 3 Ja. Treffer, mach die nächsten. Das sind 4 Treffer. Was für eine Qualität? Beide regulär. Dann hätten wir 2 Tote bei deinem, Bei der Kanone bei deiner Kanone, genau. Ich kann habe ich noch klicken. einen. Nö. Und das. Genau, die anderen Truppe. 10 Schuss gehen auf den Trupp. Das heißt auch auf die 5. 2. 3. 3. 3 tot. Jo. Dann haben wir hier 2 weniger. Und hier haben wir 3 weniger. Dann könntest du mir noch 2 Würfel geben für die Pins. Ja, komm schon. Jo. Genau. Da das Bleispuckmonster wieder zugeschlagen. Jetzt bitte einmal MG-Feuer einwenden hier. Ja, genau. Eine Animation. Ja, krass. Ja. Würfel, ne? Also deine Fahrzeuge, muss ich schon sagen, die haben ihre Punkte heute schon. Ja, noch nicht ganz. Ich habe ja deine Kanone noch nicht getötet, ne? Nein, aber hier Waffenteams wurden auch schon ausgeschaltet. Von Was daher. haben die Japaner eigentlich für Anti-Tank-Waffen in den Teams? Nur Handgranaten auch oder haben die irgendwelche... Meinst du jetzt bei den Suicide? Du hattest doch hier diese Grenadiere. Das sind nur normale Panzerjäger. Das heißt, Ganz normale Handgranaten, ne? die haben auch nichts anderes. Da gibt es keine Sonderwaffe. Also klar, die haben ja jetzt hier, das finde ich ja so komisch, ja diese tolle Bewaffnung hier mit den... Ja, das sind ja eigentlich auch hier Suicide. ja, sowas in der Art, ne? Aber die haben ja nur die normalen, was die anderen Fraktionen ja auch haben. Das ist gut. Nee, es gibt ja manche Einheiten in den Kampagnenbüchern, die haben ja auch so... Ja, Charges, das kann vielleicht sein, ja. Aber das sind ja jetzt nur die Standard. Ja. Genau. Ja, genau. Nächster Du hast einen Würfel. blauen Würfel gezogen und dann überleg mal, Jo. was du machen willst. Ja, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe den scheiß Anti-Fregel vergessen. Da kommt
Auch wenn es nur der Advanced ist. Da ist er. Jetzt schmeißt er sich unter meinen Panzer. Ja. Ja, deine Truppe war so abgelenkt jetzt von dem Feuern. Mhm. Aber das ist ja genau der Effekt, den man haben möchte mit diesen Truppen, ne? Richtig. Die sind so klein und unscheinbar und man vergisst sie. Ja. Und jetzt müssen wir im Prinzip ja nur... Du musst jetzt einen Trefferwurf machen. ich muss jetzt nur einen einfachen Trefferwurf machen. Und dann Genau. hat das Ding eine plus 8. Hitpen plus 8, ja. Naja gut, der sprengt sich halt hoch, ne? Ja. So. Ja, aber sowas von. Ja, dann würfel mal. Ja. Das ist eine 7er, eigentlich hat er mit der 8 ja schon... Du musst trotzdem würfeln. Ja trotzdem. Aber bei einer 1 ist es trotzdem Fehlschlag, ne? Oder? Nee, Quatsch. Bei der Verwundung. Nee, will eine 1 werden, ist ja nur beim Treffen. Einfach, ja. Ne? 1. Es ist eine 1. Ja. Dadurch hast du eine 9, kommst aber nicht zweimal drüber. Richtig. Das heißt, du hast ja, wenn du 3 mehr hast, dann kannst du zweimal auf die Tabelle würfeln. Stimmt. So, Jetzt darfst du einmal würfeln. Jetzt würfelst du bitte eine 1. Nein. Ja! Meine Güte, ey. Ich kriege einen zusätzlichen Pin und die Crew ist shaken. Das Einzige, was du jetzt darfst, du darfst würfeln, ob der Turm kaputt ist. Der blockiert. Stimmt, das dürfte ich noch, ne? Aber das ist ja jetzt echt eine Frechheit, oder? Dafür musste er sein Leben opfern, für diese schmachvolle Aktion. Erst eine 6 und dann 2 Einsen in Folge. Ja, jetzt kommt wieder eine 6. Aber da ist der Turm doch Fritte. Ne? Muss ich nochmal gucken. Ich weiß nicht, Eigentlich aber ich schon. meine, 4 bis 6 ist, glaube ich, das heißt, der bleibt so, wie er ist. So, ja. Genau. Gucken Ja, wir nach. Ich nehme Genau. den Suicide Bomber hier schon mal weg. kannst ja schon mal einen Würfel ziehen und dann kannst du schon mal überlegen, was du machen musst. Ja. Ist wirklich ein grauer. So, wir haben soweit jetzt alles nochmal kurz gecheckt. Man hat immer die Tabellen alle nicht im Kopf. Der Turm ist blockiert. Der Chris hat eine 6 gewürfelt und auf einer 4 bis 6 blockiert der Turm. Und es gibt noch einen zusätzlichen Pinmarker. Dementsprechend hat er 3 Pinmarker. Ja, und wir schauen mal, wie es weitergeht. Mhm. Genau. Ich habe schon einen Würfel gezogen gehabt. Das heißt, es geht weiter, die wilde Fahrt. Genau. Und zwar würde ich jetzt einen Kogan. Jo, mach mal. Jo, das fährt im Prinzip. Egal, es fährt ein bisschen nach vorn. Es hat einen 360 Grad MG und schießt hier. Ich gehe hier direkt in die Mitte, damit die Jungs gar keine Deckung bekommen. Und schießt da drauf. Wir haben jetzt hier eine Distanz von Point Blank. Das heißt, bewegt und die Entfernung hebt sich auf. Das heißt, Ja. du schießt auf die 3. Genau. Ich muss LMG Ja, oder ich muss MMG? eben schauen, ob das jetzt ein MMG war oder ein LMG. Es ist ein MMG, das heißt 5 Schuss. Dann schießen wir die auch. Oder gehen die auch irgendwie? Ach, hier ist es doch. Die Würfel auf. Ich habe halt auch nicht mehr Würfel in der Hand gehabt, ne? Nein, bis jetzt noch nicht. So, wir haben uns bewegt. Hebt sich auf mit Point Blank. Und sonst kommt ja nichts zum Tragen, ne? Nö. Das ist die 3. Zwei Das Treffer. sind 2. So, wir haben Veteran vor der Nase. Genau, Müssen bitte. wir down 5 gehen. Schuss. Hab ich gar nicht gefragt. Das hätte ich schon gesagt. Ah, guck mal, einer. Picken. Jo, was haben wir denn da fein? 3 Bars, 3 MPs, 3 Pistolen und ein NCO. Weißt du was? Dann nehme ich auch deinen Offizier. Da hast du wenigstens eine schwächere Moral. So mobil das. Ja. Stellst du das auch mal auf dein Tablett, dann können wir nachher
Das ist ja auch mein erster Verlust, kann das sein? Mein erster Verlust, dein erster Treffer. Meinen ersten Verlust, den ich dir dazugefügt habe. Ja, richtig, genau. Das, genau, einen Pin bräuchten wir noch, das wäre nett. Ja, bitteschön. Merci. Ja. Der Korgan. Kaum zu fassen. Das ist der Erste, der heute hier was gemacht hat. Die Einheit hättest du gar nicht so mit gerechnet, oder? Nö. Gut, ich habe den jetzt auch wieder blöd hingestellt, aber so. Ja gut, aber was willst du mit dem anders machen, jetzt mal ganz ehrlich? Hat der eigentlich Recce? Nee. Ah. Jo, dann haben wir hier die nächsten Jongens. Was mache ich denn mit denen? Nehme ich jetzt die, mache den Korogane kalt. Oder nehme ich die und mache irgendwas anderes. Du hast auch noch den Sherman, ne? Stimmt, den Shermie habe ich auch noch. Ja genau, wir versuchen jetzt auch erstmal hier vorne den Panzer auszuschießen. Genau. Ich habe mich nicht bewegt. Wobei ich könnte mich ja noch bewegen, ne? 12 Zoll. 12 Zoll entfernt. Danke, dass du schon mal gemessen hast. Weil ich gedacht habe, du wolltest dich nicht mehr bewegen. Ach komm, ich fahre mal hier auf Point Blank. Musst eh erst nochmal checken. Ach jo, ich muss erstmal checken, stimmt. Jetzt. So wie bei mir. Nein! Der ist down, dann fahren wir wieder zurück. Das gleiche. Ah, ja, da hast ja recht. Das kommt davon, glaube ich, wenn man zu voreilig ist. Ne? Ja, ja, Das war genau. bei mir Das ist genauso. es, das ist es. Wird man direkt bestraft. Ja, das ist mit Recht, ne? Mit Recht. Richtig, so, zack. Ja gut, ausgleichende Gerechtigkeit, wenn So der sieht's auch aus. schießt, ne? So sieht's aus. Grau ist wieder dran. Jo, dann aktiviere ich den Infanterietrupp. Da muss ich erst mal checken. Oh, warte, dann komme ich zum Check. Das sind Veteranen. Ja, das sind Veteranen, stimmt. Du hast vorhin gesagt, das wären Ja, fällt reguläre. mir jetzt gerade ein. Das Dann stell die dreimal wieder hin, das waren 3, 4. ne? Ja. Jetzt, wo du es gerade sagst, 2 Dumme, ne? Ein Gedanke. Wir hatten vorhin hier 3 weggehauen, weil der Dings drauf geschossen hat. Das waren auch 3, 4, deshalb ist es bei uns noch so gut im Gedächtnis. Genau, und bei uns ist es eigentlich so, wir spielen ja auf Freundschaft, wir spielen hier nicht auf vergleichend, deswegen Wenn uns was auffällt, genau. beheben wir das oder versuchen halt irgendwo immer einen Ausgleich dann in anderen Situationen. Von daher passt das immer. Aber das ist bei mir jetzt hier auch ganz unspektakulär. Genau, komm mal ran mit den Jungs, dann mache ich gleich einen Panzerschock. So. Kannst du machen, oder? Je nachdem, wenn ich zuerst dran bin, ne? Gehe ich in Nahkampf. Haben wir ja auch schon gehabt. Jo. Weiter geht's. Jo. Du bist dran. Merci. So, ich werde den Infanterietrupp hier rüberziehen. Hier hast du den Messstab. Band von der Firma, die nicht genannt werden darf. Oh, ich sehe, es wird richtig stressig im Dorf. Ich glaube, da haben die Ureinwohner hier alles richtig gemacht, dass sie ihre Häuser aufgegeben haben, wenn das jetzt hier so einen Showdown gibt. Ich sag dir, voll in der Butze. Zack. Ja, dann würde ich sagen, die Jungs schießen auf den Kurogane. Ach, das schaffen die da gar nicht. Mit Ja. einem Würfel schaffe ich das. Naja, Spaß. es gibt die unmöglichsten Würfe. Genau, schaffen tun es nur diese hier. Okay. Das sind noch ein paar 1, 2, Bars 3, dabei. 4, 5 Gewehre und 3 Bars. Die Distanzen so. Die ersten 3 Gewehre sind auf kurze Reichweite und die Bars sind auch auf kurze Reichweite. Ja.
So, das heißt, 3 Gewehre schieße ich erstmal. Mhm. Bewegt und so ist ja Schnitz bei den Gewehren. Das heißt, ich schieße auf die 3. Sind schon mal 3 Treffer. Mit 3 Würfeln 4 Treffer. Nein. Ich zähle hier einfach mal die Treffer hoch. 3. Dann habe ich Christlichen 2 Gewehre auf die Flanke. 4. Sind wir bei 4. Und dann haben wir 3 Bars auf kurz auf die 3. Sind 3 weitere. Und 2 kommen noch hinterher. Das heißt, das sind 8. So, jetzt muss ich mit 8 Würfeln einmal eine 6 würfeln, ne? Sehe ich richtig? Mhm. Nein. Nein! Tatsächlich nicht. Wow, cool. Krass. Ja, aber ein Pin, ne? Ja, ein Pin, genau. Warte, ich nehme den von meinem, ne? Ja, das passt so. Das passt dir so in den Kram. Ja, er hat es doch noch geschafft. der Hätte ich jetzt nicht Kleine. gedacht. Krass. Naja, das ist vielleicht heute die Einheit des Tages bei mir. Wer weiß. So, jetzt geht weiter. Nochmal Christian und dann habe ich noch einen drin. Genau. Na gut, da ist ja noch eine Einheit, da kann immer noch Ja. ausgeschaltet werden. Ja, ich mache auch alles hier auf den Jungen. Das heißt, es sind 3 Bars. Erstmal checken. Ach ja, erstmal checken, ne? Check. Ja, 8. Jo. Dann können wir den schon mal wegnehmen. genau. Ich hätte nämlich genau die 8 gebraucht, weil die kein NCO mehr haben. Ah ja, da war ja was. Das habe ich, siehst du, Ne, schon ne, wieder vergessen. Das ne, muss man ja, sich ja. echt irgendwie mal markieren. So, jetzt einmal rechnen. 3 Bars sind 6 Schuss. Ich gehe mal kurz hin und checke mal die Entfernung. Ja, muss ja kurz sein. Nein, es geht mir um die MPs. Ach so. Lang. Warum stehen denn die scheiß MPs hinten? Hallo? Ja, Ja gut, die sind alle hinten, ja. der vordere ist gerade eben in Point Blank. Ich mache erstmal den in Point Blank. Mhm. So, das heißt auf die 2. Der trifft schon mal. Ich mache wieder die Zählung. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Gewehre, Vorne, der ist halt auch noch ein Gewehr. 5 Gewehre und 5 Gewehre und 3 Bars sind 11. Erstmal 6. Mal auf die 3. Sind schon mal 6. Nochmal auf die 3. Das muss dann gleich jetzt mal. Ne? Das heißt, wir haben die nächsten 3. Zack. Und dann haben wir noch 3 MPs mit 6 Schuss auf die 4. Weil die sind lange Reichweite. Upsi. Ja, das sind nochmal 5. 9 plus 5 sind 14. Jetzt suche ich mir mal die restlichen Würfel aus. Also wenn er das jetzt noch schafft, dann 9, 10, 11, 12, 13. Dann kommt nämlich ein da. das wäre wirklich krass. Da ist die 6. Da ist die, aber auch nur eine. Eine? Ne? Also Ja. krass. Ja, das ist schon übel. Der müsste doch jetzt aussehen wie ein Schweizer Käse. Ja. Das gibt es nicht, ey. Also die Chance war wirklich da, ne? Den können wir mit hier hinlegen. Aber klasse. Ja, ansonsten müssten eigentlich nur noch graue Würfel drin sein. Einer nur noch. Einer nur noch. Naja, guck mal, ich habe ja schon ein bisschen was verloren da hinten. Upsi. Ne? Kann das denn passieren? Weiß ich auch nicht. So, was haben wir denn noch? Wir haben den Hago.
Ja, ich würde auch sagen, dass so ein Schluck Bier drauf wert, ne? Ja. So, ich würde jetzt glaube auch deinen Panzer erledigen, hoffe ich mal. Meinst du, das schaffe ich jetzt? Hoff du mal. Ja, ich werde mich jetzt mit den Hago, wobei, kann ich hier noch vorbeischießen? Das ist ja wieder die ominöse 1 Zoll Geschichte, ne? Ja, aber der Panzer ist so breit, das kannst du. Schauen wir mal, wenn wir hier diese Würfel mal rüberlegen, aber ich würde auch sagen, das ist im Rahmen, ne? Ja, das ist noch ein guter Korridor. Aber locker sind fast 2 Inch. Gut, dann lasse ich das mal hier mit der Bewegung, sonst habe ich hier wieder diesen Malus und feuer einfach mal. Genau, das heißt. Wir haben die 34 Zoll immer noch. Der hat sich auch schon bei mir eingebrannt. Ja, mal kurz hier die ganzen Würfel raus. Das war lange Reichweite, ne? Ja, und sonst nichts. Ja, kann auch mal rein. Eine 5. Ja, dann würfeln mal die Penetration. Jetzt haben wir hier das Problem, der hat ja hier so eine schlechte leichte Kanone mit eine schlechte Antitankern. Der hat nur die 3. Ist die lange Reichweite, dann hat er nur die 2. Richtig. Das bedeutet, du musst jetzt würfeln und mindestens eine 5 für einen Streifschuss würfeln. Ich gucke nochmal hier auf meine schlaue Liste. Hier oben. So, hat 3 Low, ja. ein Low Velocity, das heißt, er hat nicht ganz so eine hohe Geschwindigkeit von der panzerbrechenden Munition. Und dadurch, dass er jetzt dadurch eine lange Reichweite hat, hat er nur plus 2. Das heißt, du kannst 8 machen, du musst mindestens eine 5 für einen Streifschuss würfeln. 3. Nein. Es ist der Einzige, der heute aber immer... Hin, weil er kann ja verwunden. Ja, es ist echt der Einzige, der heute austeilt, aber wo es leider nicht ausreicht. Ne? Aber jetzt muss man auch noch bedenken, es ist ja schon nur ein 7er Panzerung. Gut, er hat jetzt gut, noch... Du hast aber auch nichts, was so richtig knacken kann. Ne? Ja. Also gerade mit dem Anti-Tank-Team hier, mit dem Suicide-Bomber, das war natürlich Das war wirklich Pech, also ja. das hätte normalerweise hätte das Fahrzeug kaputt sein müssen. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, war das einfach Pech. Ja. Und ansonsten, wir lassen das jetzt einfach mal stehen und gucken, was passiert. Ja, gepinnt ist er jetzt schon mal ordentlich. Ich würde sagen, Ne? ist er sehr ordentlich gepinnt. Also, Könnte mir ein bisschen Arsch retten. Für die Situation hier vorne gleich. Da habe ich ja noch was vor. ja, klar. Na, schauen. Ja, wir sind durch. Das heißt, wir gehen jetzt in die Runde 4, räumen eben erst alles zusammen. So, die 4. Runde ist zu Ende. Wir mussten leider zusammenfassen, weil die Kamera ein bisschen warm geworden ist hier in den tropischen Temperaturen. Ja. Dementsprechend mussten wir etwas den Akku abkühlen lassen. Ja, was haben wir gehabt? Wir haben hier vorne ein Fuba gehabt. Ja. Der Shiha hat eine 12 gewürfelt. Dementsprechend musste der sich vom nächsten Ziel zurückziehen. Der Sherman, der alte Intelligenz-Bolzen, hat daneben geschossen. Genauso der Stewart. Die waren auch etwas nervös, dachten, es wäre ein leichtes Ziel, hat nicht geklappt. Hier vorne hat ein Banzai-Angriff der Japaner stattgefunden. Die 2 sind übergeblieben und haben meine 13 Marines hier vollständig ausgenudelt. Die Marines haben 2 Runden überlebt. Danach hat die Fanatic-Regel leider den kompletten Trupp gekillt. 7 Japaner habe ich gekriegt, aber mehr nicht. Hier vorne wurde mir ein Mann weggeschossen durch die Autokanone. Der Hago hat auch auf den Marine-Trupp geschossen. Hier vorne hat es einen Tankhunter-Angriff gegeben. Das heißt, die beiden sind noch übergeblieben von der ganzen Truppe, die angegriffen hat.
Es waren 9, ne? Genau, es waren eigentlich ursprünglich 9 Mann. Genau. Dann kam noch ein Abwehrfeuer von dem Alligator, der hatte mir, glaube ich, 2 Mann gekostet. Genau, richtig. Und die Marines hier, die von der Autokanone angeschossen worden sind, haben vorher die restlichen der Japaner getötet. Richtig. Ansonsten... Anti-Tank-Team hat auch Genau, das Anti-Tank-Team. auf den Sherman geschossen ohne Erfolg. Und wie gesagt, hier ist halt so ein kleines Panzerduell zwischen den 3 Fahrzeugen, aber keiner kann so wirklich das Ding für sich entscheiden. Genau. Was man mal wieder sieht, ist, wenn die Panzer nicht sofort treffen und was kaputt schießen, wird schon ganz schön Punkte gebunden, ne? Richtig, das ist einfach nur ein Panzerduell, ohne dass irgendwas passiert, und die Fahrzeuge sind praktisch aus dem Spiel. Das ist ja auch diese Geschichte, die wir beim letzten Spiel mal hatten, ne? Es kann so laufen oder halt so, aber dafür haben wir hier immer wieder ein Gefecht mit Panzern, von daher ist es doch ziemlich Genau. ausgeglichen, das Ganze hier. Ja. Dann würde ich sagen, räumen wir auf Ja, und Runde 5. sehen uns zur Runde 5. Runde 5. Kommen wir zu Runde 5, genau. Und der erste ist der Japaner. Tja, die Qual der Wahl. Ich könnte hier hinten ein Panzernahkampf-Dingen machen. Hier könnte ich Panzernahkampf machen. Die Infanterie ist mir da aber auch im Nacken. Das heißt, ich versuche einfach mit den 2 Mann einfach den Panzer nochmal anzugreifen. Genau, auf die 4 Plus musst du 2 Würfel würfeln. Oh ja, die amerikanische Flugmal rausnehmen. Zack. Machen wir das mal. Vielleicht haben wir die 2 Kameraden Glück, wo alle anderen gescheitert sind. So, einen Erfolg hast du. Das bedeutet, du kannst noch einen Streifschuss machen, indem du eine 6 würfelst. Und es ist die 1. Ja, es ist aber trotzdem wieder getroffen, ne? Abwehrfeuer habe ich vergessen. Kannst du nicht, ich bin noch zu nah dran. Stimmt, hast recht. Genau. Das geht leider nicht mehr. So, jetzt kannst du aber aktiv werden. Du musst dich noch neu formieren hier. Das hatte ich schon gemacht, das war 1 Zoll. Ach so, jetzt nochmal. Jetzt, ja, genau. du hast recht, nach dem. Oh wow, ganze 2 Zoll. Dann. Ja. Meine Marines werden einfach auf dich schießen, Ja, wenn ich sie aktiviert kriege. wenn es. Genau. wollen, ne? Sie haben einen Pin. Ich würfel mal eben. Ja, ich glaube mit einer 3 passt das. Schon mal weg. Schießt du drauf? Ich schieße drauf natürlich. Warte mal. Hiervon sind einige im Point Blank. Das heißt, du hast eine Bar im Point Blank. Das ist ein Gewehrschütze hier vorne. Mhm. Gewehr, der dahinter ist auch ein Gewehrschütze. Ah ne, der ist nicht Nee, mehr der ist drin. nicht mehr in Point Blank. Das sind Nur nur die 3 2. in Point Blank, genau. Also die Bar und das Gewehr. Genau, 3 Schuss in Point Blank. So, dann die MP ist noch in kurz. Mhm. Und dann kommen ja eigentlich nur Gewehre. 1, 2, 3. 3 Gewehre im Kurz. 4 Gewehre im Kurz. 5 Gewehre im Kurz. Und die Bars sind auch alle im Kurz. Bars sind alle im Kurz. Und eine MP ist in lang. Da würde ich mir mal 2 Würfel von dir leihen. Ja. So, die würfel ich zuerst. Die 2 in lang. Ja, Ist nix. das Glück gebracht. Genau. Dann Point Blank auf die 2. Schon mal ein Treffer. Schon mal auf alle Fälle Pin. Genau. Und dann der Rest vom Schützenfest auf die 3. 2, 3, 4,
5, 6, 7 und 8. So, jetzt brauche ich nur 2 Fünfen. Dumm. Bing, pong, pang. Ja, dann kannst du im Prinzip gleich nochmal würfeln. Ah ne, Quatsch, das ist ja kein Nahkampf. Muss ich gerade sagen. Jetzt war ich so im Nahkampfmodus hier. Zack. So, Jungs, gut geschossen. Ja gut, deshalb war es gut, dass ich nochmal angegriffen habe. Hätte ja funktionieren können. Ja, dann ist aber nochmal die Bahn frei für den Hago, würde ich sagen. Ja, genau. Der dürfte ja jetzt auch besser stehen, also zumindest von Ja, Distanz. ist definitiv 16. kurz. Ja, versuchen wir es nochmal. Auf die den 3. Alligator. So, komm. Yeah, Treffer. So, wir haben kurze Reichweite, das bedeutet, du hast die 3er Penetration. Die 4 Plus ist ein Streifschuss und die 5 Plus ist ein Volltreffer. Das, also War die getroffen 6. hat er heute immer. Ja, getroffen hat er super, aber er verwundet nicht, ne? Wieder gepinnt, na gut, es ist tot gepinnt, das Fahrzeug, aber... Ja, stimmt. Ich könnte mich jetzt gleich gegebenenfalls. Really? Ja. Aber du hast ja auch gleich noch deine. Ja? Die kann ja auch einen Streifschuss machen. Ja, ich würde noch das MMG noch auf deine Yogis. Mhm. Das Bug MMG. Da haben wir jetzt 13,5. Kurz. Leichte Deckung. Ist die 4. 2. Mhm. Das ist ein Pin. Auf die 5. Nix. Aber ein Pin. Also er trifft, aber er verwundet einfach heute nicht. Das ist das Grausame. Sonst kann ich jetzt eigentlich nichts Schlechtes sagen. Nö. Nochmal grau. Dann Genau. haben wir die Autokanone, die kann jetzt nochmal versuchen, den Alligator zu knacken. Genau, der hat allerdings nur noch einen Yogi. Das heißt, der hat -1. Ist aber auch kurze Reichweite auf der Entfernung. Das bedeutet die 4. Schafft er? Du darfst nochmal. Du hast nämlich das 2 sind Schuss. 2 Schuss, ja. 2. 2 Treffer. Das bedeutet, du hast eine 2 Penetration, das heißt mit einer 6 könntest du einen Streifschuss verursachen. Wow! So, ein Streifschuss. So, und jetzt muss das noch. Auf 4, 5 oder 6 hast du eine 1, 2 oder 3 gewürfelt. Nix. Aber ein Pin. Oh, meine Güte. Ja, der Alligator, ne? Der hat heute echt das Glück. Der hat eingesteckt. Der ist schon durchlöchert. So ähnlich wie dein Korogane. Also, der erste Suicide-Bomber. Vorher hat die Dings da, wo die lebte, Horo noch drauf Mit der schweren Haubitze. Hm. Ja, der Korogane hat auch, der Horo hat fast nur drauf geschossen. Ja, zweimal jetzt schon die Autokanone, von der letzten Runde auch schon. Kannst du nicht meckern. Nee, definitiv nicht. Der hat erstens seinen Preis reingebracht und der zieht auch sehr viel Feuer auf sich. Das ist, ne? Ja, weil er halt so eine Gefahr ist, gut für die Infanterie, die jetzt nicht mehr existiert, aber... Ja, das stimmt schon. So, ich würde den Stuart versuchen, zu schießen hier? Genau. Soll ich abmessen? Ja, mess mal bitte ab. Oder Ich willst würde du sagen, nee, ich fahre nicht, weil ich glaube, Deckung kriegt er nicht. Dein Yogi und dementsprechend schieße ich einfach. Ist kurze Reichweite. Das ist die 3. Jo. Hier, gib dir mal die Ja. Kamera. Ja, die jetzt 3. das erste Mal. So, kurze Reichweite heißt, ich habe eine 4er Penetration. Ich weiß jetzt gar nicht, 6, ja. 6 ist die 9. Du hast eine Panzerung von 8. 8 müsste ich haben. Seite ist dann die 7. Das ist aber trotzdem nicht 8, 3 ja. drüber. Das heißt, ich darf einmal würfeln. Die 4. Bumm. Plock, plock, plock. Oh, Ja. tolle Musik. Ja. Gut, also mit dem Shiha ist heute leider kein Krieg zu gewinnen. Er war
leider wirklich sehr schwach in dem Spiel, konnte nichts wirklich anbringen. Aber wie gesagt, er hat auch hier nur die leichte Haubitze, also gegen die Panzer selber kann er nichts machen. Er hat praktisch die Infanteriebewaffnung. Da stand er jetzt leider ein bisschen schlecht. Gut. So, der nächste Würfel ist ein grauer. Die 2 japanischen Infanteristen wollen nochmal ihr Glück versuchen. Ja. Bonsai! Der Panzer steht, das heißt auf die 4+. Genau. Einer. Genau, das bedeutet jetzt eine 6 dazu, kannst maximal eine 7 machen und ja, im Grunde genommen kannst du nicht. Ja, ist die 7. Hey! Sag ich's nicht? Ja, ja. Aber der hat eine 9er Panzerung. Ist ein Shermie. Ja. Und berichtigt uns, aber ich meine, es geht immer gegen die volle Panzerung mit den Panzerangriffen. Ja. Pin? Ja. Kannst du noch theoretisch noch nicht mal einen Pin legen. Das ist ein Veteran. Den hättest du gar nicht verwunden Stimmt. können. Ja, Wenn wir jetzt mal das nachrechnen, ne? Für die Cuts, ne? Genau, richtig. Ja, Gut. Was anderes konntest du mit den Shots und so nicht mehr machen. genau. Um hier in die Marines anzugreifen, hättest du einen Run machen müssen. Da hättest du vielleicht in der nächsten Runde nochmal schießen können. Ja, das stimmt. Aber mehr ist das und so nicht, ne? Deswegen, die Jungs haben das nochmal versucht. Die haben im Prinzip... Cineastisch schon schön. Genau. Sie haben im Prinzip das schon geschafft, was der Suicide-Typ da schaffen sollte. Allerdings haben sie nicht das entsprechende Equipment gehabt, ne? Genau. Ja. Jo, dann würde ich sagen, zieh mein Glück. Hast du noch was? Ja, Ne? mit Shermie. Ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, ich überlege mal, was wir machen und dann sind wir wieder da. So, ich mache einen Advance mit dem Sherman. Das heißt, ich werde mich hier einmal drehen um 90 Grad. Werde 9 Inch vorfahren und werde auf den Hago schießen. Da ich ja einen Gyrostabilisator habe, schieße ich auf die 3 Ja. und ich würfel eine 6. Jo. Die Penetration ist eine 5. Ich habe eine Medium, die hat eine 5, das heißt es ist die 10. Was hat dein Panzer? für Ja, einen das Wert? ist ein kleiner Panzer. Der hat wahrscheinlich eine Triffst du 7, noch die Seite. Dann darf ich nämlich 2 Würfel würfeln. Hago ist eine 7. Dann darf ich zweimal auf die Chart würfeln. Einmal die 4 kaputt. Somit sind alle Panzerfahrzeuge oder überhaupt alle Fahrzeuge der Japaner ausgeschaltet. Zack. Jo, so ist das. So ist es. Da der Sherman jetzt doch noch mal zum Schluss. Möchtest du deine Reihen schließen? Ich Feigerwicht. Da, du kannst weitermachen. Ja, ich mache hier mal ein Rally. Ja. Das ist das Einzige, was ich mit der Kiste tun kann. Jo, Jo. W6 war das, ne? Mhm. 3, 4. Plus 1. Dann haben wir noch 2. 2 hört sich schon besser an. Ja. Gut, dann habe ich jetzt noch 2 Würfel. Und Das Anti-Tank-Team. Anti-Tank-Team. Und sonst nichts mehr, oder? Oder warum habe ich noch einen hier? Haben wir irgendwas vergessen rauszunehmen? Scheint mir fast so, ne? Könnte sein, vorhin den Panzer. Den hattest du nämlich noch nicht bewegt. Ach, der ist vorher schon geplatzt jetzt, Mhm. ne? Ja, Genau. deshalb, der haben wir den nicht rausgenommen. Ja, dann haben wir nur noch das Anti-Tank-Team. Den nehmen wir mit raus. Ja, das ist ja hier Point Blank, ne? Oder? Fast? Nee, ne? Nee. Haut nicht hin, ne? Ich würde sagen, 7. Ja, super.
Also immer noch die 3. Gut getroffen hat er ja immer die ganze Zeit. Eine 6. Noch eine 6. Ja, ist nur eine 8, weil deine Büchse nur eine +2 hat. Ach, trifft auch wieder nicht, ne? Gibt's doch gar nicht. In die Seite hättest du einen Streifschuss machen. Jetzt, wo er sich jetzt gedreht hat, ne? In der Seite hättest du die ganze Zeit genau das machen müssen. Ja. Dann wäre es nämlich ein Streifschuss. Wo er schon 3 Runden drauf geballert hat. Ich gucke nochmal. Nur 2. Jo. Das ist, hätte ich gerade ist ein Trauerspiel. Ich auch noch drauf schießen können. Das habe ich ganz vergessen. Stimmt, ja. Ja, dann würde ich sagen, durch, ne? sind wir mit der 5. Runde durch. Möchtest du noch weiterspielen? Eigentlich nicht, weil es lohnt sich Macht, nicht glaub mehr. Ich, keinen Sinn mehr. Der Sieg ist dann eindeutig für dich. Ich habe jetzt nur noch dieses Team, die sind dann auch gleich weg. Hier, wie gesagt, hat Christian angedeutet. Und hier hinten das Anti-Tank, das hat ja auch noch diese eine Besatzung und das war's ja. Ja, ich würde jetzt gleich versuchen, nämlich mit dem MG zu schießen. Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Ja, war viel Glück dabei, aber ich denke, wir gehen genauer darauf ein im Fazit. Jo. Bis gleich. Ja. Fazit. Sind wir durch. Diesmal nach 5 Runden. Gut, ich habe ja aufgegeben dann, weil hat ja jetzt keinen Sinn mehr gemacht. Ich habe jetzt noch das Anti-Tank-Team gehabt, eine angeschlagene Autokanone und 2 Hanebummel da hinten. Genau. Auf Waterflur. Genau. Ne? Und brauchen wir ja da nicht unnötig in die Länge ziehen. Die hättest du jetzt alle wahrscheinlich noch weggefegt. Ja, das hätte jetzt nicht mehr lange gedauert. Ich gehe mal davon aus, ich hätte da mich mit den Marines nach vorne bewegt und hätte alles auf den Yogi geschossen. Da ist ja nur noch eine Figur. Das war, glaube ich, so ein regulärer. Ne? Das ist ein regulärer. Genau, richtig. Der wäre relativ schnell weg gewesen. Ich hätte mich hier mit dem Steward vorbewegt und hätte versucht, die da abzuschießen. Ja. Und dann wäre es das schon großartig gewesen. Dann hier das eine Anti-Tank-Team hätte ich, glaube ich, ignoriert. In der 6. Runde. Ja. Also wäre vielleicht noch eine Einheit bei viel Glück stehen geblieben. Das heißt, jetzt hast du 10 Einheiten gegrillt, genau. Genau. Und du ich hast mich mit deiner Spezialfertigkeit, dem Banzai, auch einmal komplett weggehauen. Speziell jetzt zum... Hat total Spaß gemacht, definitiv. War halt, so viel Tank War ist ja im Grunde genommen nur ein normales Platoon mit mehr Fahrzeugen und ein paar Einschränkungen. Da hat man jetzt nicht viel anderes gemerkt, außer dass man halt ein bisschen mehr mit den Fahrzeugen gefahren ist. Ja. Macht aber unwahrscheinlich viel Spaß, mal mit mehr Fahrzeugen auf dem Spielfeld zu stehen, als dass man halt bei dem normalen Bolt-Action-Spiel hat, weil man sich doch auch anders bewegt. Richtig, definitiv. Genau. Ja. Es hat eine andere taktische Tiefe mit den Fahrzeugen definitiv. Und man versucht schon mehr Deckung auszunutzen mit seiner Infanterie. Ja, richtig. Genau. Weil man ja doch meistens entsprechend mehr Waffen auf den Fahrzeugen hat. Ja, also wie gesagt, mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern das ganze Spiel an sich hat Spaß gemacht. Auch vor allem, weil wir so viel Extreme auch hatten. Ne? Wenn man jetzt einfach nur noch mal, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, jetzt die Armeen vergleicht. Du hattest jetzt nur 5 Befehlswürfel. Genau, ich hatte nur große Einheiten mit Veteranen, genau. Das hast du sonst auch noch nie gespielt, mal große Veteraneneinheiten. Ne? Und die funktionieren gut, meines Erachtens. Die haben richtig gut funktioniert. Wie gesagt, Nahkampf gegen Banzai, gegen fanatische Einheiten, das ist immer eine Chance seitens der Japaner, also eine höhere Chance, das auch zu gewinnen. Das ist einfach so, aber wobei auch Würfelglück dazu gehört, ne? Ja, also klar. Du hast ja nicht eine automatische Chance, das besser zu gewinnen. Das stimmt schon. Ne? Also man muss ja immer noch die anderen Veteranen ausschalten, ne? Sonst zieht sich der Nahkampf ja noch länger einfach. Und es ist einfach auch wieder so, dass du auch sehr viel Würfelpech gehabt hast. Also hättest du mehr Glück gehabt, glaube ich, wäre der Alligator viel früher geplatzt. Ja. Und vorhin hättest du ohne Probleme auch, glaube ich, den Steward schon ins Nirvana geschickt. Also das ist wirklich, also ich habe Glück gehabt, dass ich sehr am Anfang hier die Horo weggeschossen habe. Die hat definitiv, war das mein Angstgegner auch.
Ja, durch die schwere Haubitze, die sie da ja verbaut hat, ne? Genau. Da sah ich eigentlich schon die Chance, mit dieser Einheit relativ schnell den Alligator auszuschalten. Aber es sollte halt nicht so sein. Da kamst du mir mit deiner leichten Pack, kamst du mir im Prinzip schon ins Gehege. Aber ja, wie du schon sagtest, ne, diese Vielzahl an Fahrzeugen einfach. Ich hatte ja noch das Kurugane. Mhm. Das war irgendwie halt, weiß ich nicht, also sehr, sehr dynamisch einfach, ne? Also man hat trotzdem gemerkt, dass die Infanterie in den Hintergrund gerückt ist. Ja, Ne? also wenn man jetzt ja normalerweise das sieht, wären die ja auch noch in Transportfahrzeugen, ne? Genau, wenn man es jetzt mit Unterstützungsfahrzeugen vernünftig Genau, spielen hätte würde, ich die dann jetzt auch, irgendwie in Alligator gesteckt oder, ach nee, gar nicht, in Genau. Buffalo heißt der Alligator steht da. ja, Und hätte die natürlich entsprechend transportiert. Ne? Ich kann ja in einen von diesen Buffalos kann ich 30 Figuren reinsetzen. Die beiden Teams hätten da ohne Probleme reingepasst. Dann wäre das nochmal ein bisschen dynamischer gewesen. Ne? das stimmt, ja. Gut, bei den Japanern hat man es natürlich sehr schwer mit Transportfahrzeugen. Es gibt zwar so ein paar, es gibt auch so eine Art Halbkette dafür, mit einer 7 Plus Panzerung, aber da gab es auch nicht so viele von. Nee, die Das waren ist ja auch auch wieder so, ne? sehr viel auch mit den Fahrrädern unterwegs. Das hat sich ja bei denen auch sehr, sehr bewährt, mit Fahrrädern unterwegs zu sein. Kann man dann in so einer Geschichte auch darstellen. Ne? Ja, natürlich, klar. Brauchst natürlich wieder entsprechende Modelle für. Sonst sieht das halt, finde ich, immer ein Ja, bisschen blöd gut, aus. ob man ne? sie natürlich braucht, ist wieder, Ja. wenn du da zwei große Einheiten, 13 Mann oder wie groß deine Einheiten sein dürfen, mit Fahrrädern aufstellen willst. Ja, das ist dann natürlich schon wieder eine Geldschlacht, ne? Das sieht schon extrem aus. Ne? Oder man muss entsprechend auf einen 3D-Druck oder sowas zurückgreifen. Also es dann gibt ist auf es jeden dann Fall schlecht. ein, zwei Hersteller, Ja, hab ich schon unabhängig gesehen, vom genau. 3D-Druck, die das auch anbieten. Aber ja, gut, ja, für ein, zwei Sachen, wo man es mal spielt, weiß ich nicht. Ne? Das ist Nee, muss nicht sein. Ja, also nochmal ganz zum Schluss. Wir hatten eine Menge Spaß. Definitiv ist Tank Wars eine Sache für mehr. Ja, Ich würde mir wünschen, größere Platte, damit man nicht so schnell in die kurzen Reichweiten reinkommt. Ich glaube, Ja. dann wird das Ganze auch nochmal interessanter. ja, denke ich auch. Ja, da halt entweder eine größere Platte oder irgendwie vielleicht mal überlegen, ob man mit den Reichweiten mal ein bisschen rumspielt. Das heißt, die vielleicht vermindert, damit man das ein bisschen macht. Aber im Ganzen, glaube ich, eher wird es auf eine größere Platte rauslaufen. Ja, um das vernünftig jetzt zu spielen und Genau. darzustellen, ja. Aber wie gesagt, hat mir jetzt hier schon mal für den ersten Eindruck definitiv gefallen. Ja. Und gab nochmal einen ganz anderen Einblick jetzt. Und auch gut, wir haben jetzt halt auch ein Befehlsfahrzeug gehabt, also praktisch ein Truppführer hier von dem Ganzen, der hätte auch einen Moralbonus geben können auf andere Fahrzeuge. Aber dadurch, dass wir die schon wieder sehr verteilt haben, kam das jetzt auch nicht zum Tragen. Aber es war jetzt auch nicht wirklich kriegsentscheidend dann Nein. für irgendjemanden von uns. Jo. Ja. Nee, klasse. Ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ja, definitiv. Und Gerne Ja. mal ausprobieren und wenn ihr da nochmal irgendwie Fragen habt oder euch vielleicht was aufgefallen ist, wo ihr nochmal Anmerkungen habt, könnt ihr gerne wieder in die Kommentare schreiben. Wir beantworten das dann auch sehr zeitnah. Und ansonsten würden wir sagen, spielt es definitiv mal nach. Genau. Jeder wird bestimmt schon die ein oder andere Panzerflotte zu Hause stehen haben. Und kann man definitiv empfehlen. genau. Ja, dann Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.